Wir wollen heute über Schmerzen im unteren Rücken sprechen. Der untere Rücken geht von Übergang Brustwirbelsäule in die Lendenwirbelsäule bis hin zum Becken hinunter. Typische Ursachen für Schmerzen in diesem Bereich sind natürlich wie so oft Übergewicht, Bewegungsmangel. Hierzu zählt auch zu langes Stehen oder zu langes Sitzen oder auch falsches Schuhwerk oder alles zusammen. Stress und Bandscheibenprobleme. Bandscheibenprobleme, das heißt, einmal kann es zu Vorwölbungen der Bandscheibe kommen, aber es kann natürlich auch zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Des Weiteren können auch mal innere Organe Schmerzen im unteren Rückenbereich auslösen. Da wären zum Beispiel eine Blasenentzündung oder eine Nierenbeckenentzündung sowie Darmprobleme können Schmerzen im unteren Rücken auslösen. Weiter sollte man in Betracht ziehen, wenn Schmerzen sehr schnell ansteigen, kann auch mal eine Wirbelkörperfraktur vorliegen oder eine Infektion im Körper, im schlimmsten Fall sogar eine Krebserkrankung. Meist jedoch sind muskuläre Zustände dafür verantwortlich. Da müssen wir uns zwei Muskeln ganz genau angucken. Das ist zum einen der Musculus quadratus lumborum und der Musculus iliopsoas. Der Musculus quadratus lumborum, der erstreckt sich oder er verspannt quasi den Bereich zwischen den unteren Rücken bis hin zu den Beckenkämmen. Wenn dieser Muskel verspannt, das tut er sehr gerne, er verkürzt sich sehr gern, er kann sich einseitig verkürzen, er kann natürlich auch auf beiden Seiten verkürzt sein. Dann kann dieser Muskel nicht nur innerhalb des Muskels Schmerzen auslösen, sodass wir das im unteren Rücken spüren. Es können sich auch Schmerzpunkte bilden, sogenannte Trigger, und die können dann auch Schmerzen verursachen im Gesäß oder in der Hinterseite der Oberschenkel oder in der Leiste. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, ob Schmerzen im unteren Rücken den Musculus quadratus lumborum betreffen, reinweg als Auslöser, oder ob es eine Bandscheibenproblematik ist. Hilfe ist auf alle Fälle weniger zu sitzen, sich mehr zu bewegen, und wenn man trainiert, sollte man nicht so anstrengend mit schweren Gewichten trainieren. Das verschlimmert diese Schmerzen und kann auch, vor allem wenn es einseitig zu einer Verkürzung und Anspannung kommt, kann es zu einer Darmbein-, Kreuzbein-, Gelenksblockade kommen, sprich im ISG kann es blockieren. Und das kann wiederum natürlich auch Schmerzen auslösen. Und dann haben wir den Musculus iliopsoas. Dieser Muskel besteht eigentlich so, man sagt, aus 2 bis 3 Anteilen. Also man hat den Musculus psoas major und minor, aber auch den Musculus iliacus. Dieser Muskel beugt unser Hüftgelenk und macht eine Außenrotation und ist aber genauso wichtig für die Rumpfaufrichtung. Aber wenn ich viel sitze im Alltag, kann dieser Muskel schnell verkürzen und kann Beschwerden machen im Rücken, aber auch gerne in der Leiste. Dieser Muskel stimuliert wiederum auch innere Organe wie Niere, Leber, Milz. Ich zeige euch jetzt im Folgenden ein paar Übungen, wie man genau diese beiden Muskeln lockern kann und somit in seiner Beweglichkeit wieder verbessern kann, um Schmerzen aus dem unteren Rücken wieder rückgängig werden zu lassen. Den Rücken wieder zu stabilisieren, dass er beweglich bleibt
und weniger schmerzanfällig. Viel Spaß! Lockerungsübung für den unteren Rücken bzw. für den Musculus quadratus lumborum. Rückenlage, die Beine sind angestellt und dann kommen beide Beine angewinkelt, so nah es geht, Richtung Bauch bzw. Brust. Die Hände werden von oben auf die Knie gelegt und jetzt lassen wir die Beine kreisen im Uhrzeigersinn vom Körper weg und zum Körper ran. Gerne 6 bis 8 Mal kreisen und dann einfach die Richtung wechseln. Der Kopf bleibt entspannt liegen. Hat man Probleme, den Kopf am Boden zu halten, kann man sich gerne eine kleine Decke unter den Hinterkopf legen.